Sag mal Jungs, wozu brauchen wir eigentlich so eine Ideenmanagement-Plattform? Ich meine, wir haben doch alle ständig gute Ideen. Die können wir doch genauso umsetzen, wie wir das immer getan haben, oder? Naja, schau dich mal um. Die Welt ist in vielbeschworenen ständigen Wandel und wir als Unternehmen sind ja genauso ein Teil davon wie alle anderen. Märkte verändern sich, digitale Transformation ist in aller Munde, überall entstehen neue Angebote, neue Geschäftsmodelle und auch die Anforderungen unserer Kunden entwickeln sich ja mit deren Umfeld. Das heißt, wir machen es so wie immer, funktioniert einfach nicht mehr so gut. Genau so ist es. Und darum brauchen wir nicht nur die Ideen, sondern wir brauchen eine Methodik, damit überall, egal wo, egal wer, egal wie, mit seiner Idee auf Reisen gehen kann. Unkompliziert, pragmatisch, einfach loslaufen kann. Nicht mit irgendwelchen Prozessen und Prozessbeschreibungen oder ich muss irgendwo hinfliegen oder so, sondern egal wo, muss es losgehen können. Genau. Und es geht heute sogar noch viel mehr um die Ideengeber als früher. Eine einzelne Idee ist verhältnismäßig wenig wert, wenn es niemanden gibt, der sie mit Leidenschaft vorantreibt. Und das tut man, wenn man davon überzeugt ist, wenn man den Sinn darin sieht und wenn man mit dieser Überzeugung und seiner Leidenschaft auch andere anstecken kann. Genau. Und die Sinnhaftigkeit, das Warum zu beantworten, ist der Grundstein für alles. Wenn man das nicht tut, dann wird es schwer, sage ich mal, die ganze Reise einer Idee mit zu begleiten. Deshalb ist es auch so wichtig, sich Gedanken über die Motivation zu machen, in die Reflexion zu gehen. Was treibt mich denn? Will ich die Welt verändern oder möchte ich meinen Geldbeutel verändern? Beides völlig in Ordnung, aber wesentlich, sage ich mal, dafür, wie gehe ich mit meiner Idee auf Reisen oder wie gehe ich mit meiner Idee in die Realisierung. Und das muss und das kann heute auch niemand mehr alleine tun. Das ist ja das Schöne, es gibt so viele Menschen um uns herum, die unsere Leidenschaft teilen, die für die gleichen Themen brennen und mit denen wir unsere Themen und unsere Ideen auch gemeinsam vorantreiben können. Genau. Und dafür haben wir 2016 auch die Kickbox ins Leben gerufen. Hier geht es genau darum, die Motivation zu verstehen, die mich treibt, warum ich jetzt eine Idee habe oder generieren möchte. Gleichzeitig bietet die Kickbox genau die Methode, um in der bereits beschriebenen, immer schnelleren Welt seine Idee auch agil zu entwickeln. Das heißt, nicht mehr den einen großen Wurf zu machen, sondern in einzelnen Schritten voranzugehen und diese einzelnen Schritte auch immer frisch direkt am Kunden und seinen Anforderungen zu messen und zu bewerten. Genau. Wir haben die Kickbox angefangen in einem Zeitraum von 10 Wochen. Das ist ein Programm, Innovationsprogramm mit 6 Leveln. Und es geht im ersten Moment um die Motivation, Selbstreflexion und dann in Level 3 um ein Geschäftsmodell. Wir werden das alles noch im Weiteren erklären und diskutieren. Wollen wir gar nicht so drauf eingehen. Wichtig ist nur, am Ende zählt es halt im Pitch, das Ganze auf der Bühne nochmal zu präsentieren, um den nächsten Schritt in der Ideenrealisierung zu machen. Und zu überzeugen. Genau. Denn was wir gelernt haben, die Kickbox funktioniert. Aus hunderten Ideen, die wir international eingesammelt haben, USA, China, Indien, Frankreich und natürlich das große Lübeck, haben sich die erfolgreichsten herauskristallisiert. Und schon nach knapp 3 Jahren sind die ersten davon als Produkte auf dem Markt. Und was haben wir noch gelernt? Es ging nicht nur um die Ideen, die es geschafft haben und die jetzt kurz vor Markteintritt stehen, sondern vor allem auch um die Ideen, die es nicht geschafft haben. Was haben wir daraus gelernt? Warum scheitern Leute? Warum scheitern Ideen? Und warum ist es sinnvoll, nicht immer gleich in Lösungen zu denken? Und vor allem auch die Idee dort zu lassen, wo sie entsteht. Nämlich am Puls des Themas, am Puls des Schmerzes des Kunden, des Marktes, weil da sitzt der Experte, die Expertise, um genau zu verstehen, wie geht's weiter. Genau, bei euch. Mit der digitalen Variante der Kickbox wollen wir jetzt also genau zu euch kommen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, in eurem Arbeitskosmos Ideen zu entwickeln, zu finden und dann auch zu bewerten. Und zwar die Ideen, die ihr braucht, um in eurer Arbeit für Träger erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Und dabei lassen wir euch natürlich trotzdem, auch wenn es jetzt digital ist, nicht im luftleeren Raum hängen. Ja, wieder. Wir bringen alle unsere Erfahrungen mit in die neue Plattform. Wir lassen euch da nicht hängen im luftleeren Raum, sondern wir stehen für Fragen da, wir stehen für Mentoring da, für Support in jeglicher Art. Also von der Challenge des Geschäftsmodells bis zur Aufbereitung des Pitches auf der Bühne. Seid euch gewiss, wir sind am Start. Was die Plattform noch bringt, ein weiterer Vorteil ist, haben wir eben auch schon mal gehört, Transparenz. Ja, vielleicht sind wir gar nicht die Einzigen, die an so einer Idee arbeiten. Wir können also schauen, wer ist da noch, wer hat eine ähnliche Idee, wer brennt für das gleiche Thema, wer hat die gleiche Leidenschaft für eine Idee. Oder ihr stöbert einfach mal. Was gibt es denn schon für geile Ideen, die Leute schon haben, um Träger in die Zukunft zu bringen?
Denn eins ist klar, es gibt heute schon wahnsinnig viele Menschen bei Dräger, die sich heute schon mit den Themen von morgen oder auch übermorgen beschäftigen. Okay. So, was heißt das nun für die Kollegen hier? Ihr könnt die Plattform einfach besuchen. Wie gesagt, ihr könnt stöbern, ihr könnt gucken, welche geile Ideen Leute von egal wo auch schon haben oder entwickelt haben oder auf den Weg gebracht haben. Aber viel wichtiger ist, ihr könnt überlegen, wollt ihr nicht Teil des Ganzen sein? Habt ihr nicht selber eine Idee? Wollt ihr die einbringen? Wollt ihr die teilen? Und vor allem auch realisieren? Das wäre doch cool, oder? Apropos einbringen. Bringt euch ein. Die Kickbox entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns weiter, ihr entwickelt euch weiter und dann lasst uns das doch zusammen tun. Sprecht uns an, kommt in die Garage, wir trinken Kaffee zusammen oder skypt uns an, ruft uns an, schickt Brieftauben, was immer euch am liebsten ist. Und dann lasst uns mal gemeinsam darüber sprechen, wie wir eure Idee in die Zukunft tragen können und damit Dräger.